Die bereits totgeglaubte Wehrpflicht in Deutschland soll wieder reanimiert werden. Lass dich durch die Salamitaktik der Bundesregierung nicht verwirren. Was ganz harmlos mit einem Fragebogen anfängt, das wird noch ungeahnte Konsequenzen haben. Da bin ich mir sicher. Nie war die Frage der Wehrpflicht brisanter als jetzt. Die geopolitische Situation, sie ist kritisch. Es gibt alle möglichen Risiken. Und wer weiß, wo man als Wehrpflichtiger noch für fremde Länder kämpfen muss. Vielleicht in Russland, vielleicht in Taiwan. Es gibt viele Krisenherde und ein Ende ist nicht in Sicht. Wie du deine Kinder, deine Söhne, möglicherweise auch deine Töchter und dich selbst vor der Wehrpflicht schützen kannst und davor schützen kannst, in den Krieg ziehen zu müssen, darüber wollen wir in diesem Video sprechen. Noch eine kurze Meldung in eigener Sache. Am 8. und 9. Juli 2024 werden wir unser Plan B-Seminar in Zürich veranstalten. Dort geht es auch ganz stark um die geopolitischen Risiken und darum, wie man sich, seine Familie und sein Vermögen davor schützen kann. Geopolitische Risiken sind vor allen Dingen enorme Risiken für dich, deine Familie und dein Vermögen, denn deine Kinder können zum Kriegsdienst eingezogen werden. Dein mühsam erarbeitetes Vermögen kann vom Staat in Form von Steuern vernichtet werden. Kriege zerstören Existenzen, Kriege zerstören Vermögen und deswegen machen sich viele Gedanken darüber, wie sie sich davor schützen können. Wir konnten einen ehemaligen Bundeswehrgeneral hier für unseren Event gewinnen. Er kennt sich natürlich sehr viel besser aus als ich und auch der Daniel zu diesen geopolitischen Fragen. Wer es ist, das bleibt eine Überraschung für den Moment. Aber ich kann dir versichern, er hat Zugang zu Informationen, zu denen du und ich niemals Zugang hätten. Und diese Informationen wird er in Zürich mit uns teilen. Und er wird dir deine Fragen zu den geopolitischen Risiken beantworten, auch zu möglichen verschiedenen Ländern und in welchen Ländern du dich davor schützen kannst. Wie gesagt, wir halten es für besser, seinen Namen jetzt erstmal noch vertraulich zu behandeln. Alle Infos zu unserem Plan B-Seminar in Zürich findest du in dem Link, den ich in den ersten Kommentar zu diesem Video poste. Wir würden uns freuen, dich in Zürich zu sehen. Wie schon vielfach erwähnt, kann dein Ehepartner, Lebenspartner, Geschäftspartner kostenlos mit zum Event dazukommen. Nun aber zurück zur Wehrpflicht. Vor Wochen bereits sagte der Bundesvorsitzende des Deutschen Bundeswehrverbandes, Oberst André Wüstner, zum Thema Wehrpflicht: Für mich steht fest, aufgrund der sicherheitspolitischen Lageänderung kann das Ob niemand mehr in Zweifel ziehen, der sich mit der Bedrohungslage ernsthaft auseinandersetzt. Es geht also nur noch um das Wie. Die Frage nach dem Wie hat vor kurzem Bundesverteidigungsminister Boris Pistorius im Verteidigungsausschuss des Bundestages und danach in einer Bundespressekonferenz beantwortet. Der Minister plant die Einführung eines neuen Wehrdienstes schon im nächsten Jahr. Im Sommer oder Herbst 2025 sollen nach entsprechenden Änderungen im Wehrpflichtsgesetz und im Soldatengesetz die ersten neuen Rekruten ihren Dienst antreten. Zuvor will Pistorius die Wehrerfassung wieder aktivieren. Die CDU war überhaupt nicht glücklich. Sie wollte hier eigentlich den ganz großen Wurf. Sie war sogar bereit, das Grundgesetz zu ändern, so dass auch Frauen hier zum Wehrdienst herangezogen werden können. Stattdessen gibt es nun die Wehrpflicht Light, sozusagen Salamitaktik. Man fängt erstmal an, über einen Fragebogen hier die Bevölkerung an die neue Wehrpflicht zu gewöhnen. Ein Fragebogen, das klingt harmlos. Ein Fragebogen, der kann ja niemandem wehtun. Das klingt noch nicht nach Ernstfall. Der neue Wehrdienst soll als Grundwehrdienst mindestens 6 Monate andauern. Danach gibt es für die Rekruten eine Option für einen zusätzlichen freiwilligen Wehrdienst, der bis zu 17 weitere Monate dauern kann. Grundlage für den neuen Wehrdienst wird eine verpflichtende Erfassung und eine bedarfsorientierte Musterung, wie es im Konzept des Bundesverteidigungsministeriums heißt. So sollen Männer im wehrdienstfähigen Alter, denen man einen Fragebogen zusendet, verpflichtet werden, diesen auch auszufüllen und zurückzusenden. Wer darin seine Bereitschaft erklärt, dienen zu wollen und Auskunft über seine körperliche Fitness gegeben hat, kann dann bei Eignung zur Musterung eingeladen werden.
Aus den dann bereits gemusterten sollen die geeignetsten und motiviertesten ausgewählt werden, wie der Verteidigungsminister sagt. Auch Frauen können diesen Fragebogen ausfüllen, müssen aber nicht. Das wäre vergleichbar mit dem schwedischen Modell der Wehrpflicht. Pistorius will den neuen Wehrdienst schnell umsetzen. Dafür braucht er im Bundestag eine Mehrheit für notwendige Änderungen im Wehrpflichtsgesetz und im Soldatengesetz. Der Plan ist Referentenentwurf im Sommer, parlamentarische Beschäftigung im Herbst, Verabschiedung im Januar 25, erste neue Rekruten im Sommer, Herbst 2025. Wir wollen die Besten und die Motiviertesten, betonte der Minister. 5.000 Wehrpflichtige würden rund 1,4 Milliarden Euro kosten. Nochmals der Bundesvorsitzende des Deutschen Bundeswehrverbandes, Oberst André Wüstner. Der brutale imperialistische Angriffskrieg Russlands gegen die Ukraine zwingt uns zu einer beschleunigten Restrukturierung unserer Streitkräfte und zur Refokussierung auf die klassische Abschreckungs- und Verteidigungsfähigkeit. Ob diese Maßnahme ausreichend wird, hier den Bedarf an Reservisten und aktiven Soldaten zu befriedigen, das wird sich zeigen. Pistorius sagt, dass die NATO 75.000 Reservisten nachfordern wird. Insgesamt würden langfristig für den deutschen Beitrag zur Bündnisverteidigung 260.000 Reservisten und 400.000 aktive Soldatinnen und Soldaten benötigt. Der Minister sagt, wir wollen nicht den alten Wehrdienst zurück, wir wollen uns mit dem neuen Wehrdienst auch um Frauen bemühen, denn wir haben viel zu wenige in der Bundeswehr. In den neuen Wehrdienst werden auch die heute freiwillig Wehrdienstleistenden integriert. Die Frage, die sich hier natürlich stellt, ist, wie das Ganze mit den großen Plänen, die Pistorius hat, vereinbar ist. Denn angeblich soll ja das Land bis 2027 kriegsbereit oder verteidigungsbereit sein. Ob es hier hilft, 5.000 neue Rekruten anzustellen jedes Jahr, das mag bezweifelt werden, denn das wären in 5 Jahren ja nur 25.000. Wie man damit dann Kriege gewinnen soll, das steht für mich in den Sternen. Und so muss man im Grunde davon ausgehen, wie gesagt, dass das Ganze nur Salamitaktik ist, dass später diese Wehrpflicht noch ausgeweitet wird, weil man vielleicht feststellt, dass der Bedarf doch höher ist, als man tatsächlich zunächst angenommen hat. Nun, grundsätzlich ist die Landesverteidigung natürlich absolut nichts Schlechtes. Im Gegenteil, es ist eine sehr ehrsame Tätigkeit, Soldat zu sein. Die Frage ist, warum Deutschland nicht auf eine Berufsarmee umsteigt und hier weiter die Wehrpflicht aufrechterhalten will. Wer gerne in der Bundeswehr dienen möchte, der soll es natürlich tun können, egal ob Mann oder Frau. Das kann eine vielversprechende Tätigkeit sein. Es ist eine wichtige Tätigkeit, keine Frage. Und bereits heute ist ja die Wehrpflicht nach wie vor gesetzlich verankert. Sie wurde ja nicht abgeschafft. Sie wurde nur auf den Spannungsfall und den Verteidigungsfall begrenzt. Das wäre doch auch nach wie vor eine sinnvolle Sache gewesen. Man könnte jetzt die Bundeswehr doch besser mit Berufssoldaten aufstocken oder entsprechend solche heranbilden. Aber wie dem auch sei, die Wehrpflicht soll es wohl sein, gemäß der Bundesregierung. Wenn dir deine eigene Freiheit wichtig ist oder du Kinder hast und dir ist die Freiheit deiner Kinder wichtig und du willst nicht, dass deine Kinder zum Wehrdienst gezwungen werden und dann möglicherweise in irgendeinen Krieg geschickt werden, dann solltest du jetzt Maßnahmen ergreifen, wie du dich davor schützen kannst. Viele wissen gar nicht, wie streng in Deutschland eigentlich die Wehrpflicht definiert ist. Da hilft es mal, ins Wehrpflichtsgesetz hineinzuschauen. Hier steht nämlich, dass jeder Mann nach Vollendung des 17. Lebensjahres eine Genehmigung des zuständigen Karrierecenters der Bundeswehr einholen muss, wenn er die Bundesrepublik Deutschland für länger als 3 Monate verlassen will. Hast du das gewusst? Das ist heute das gültige Gesetz. Wohlgemerkt, es ist momentan ausgesetzt. Die Wehrpflicht gilt ja nur für den Spannungsfall oder den Verteidigungsfall. Aber das ist das Gesetz. Das heißt also, du musst vor dem 17. Geburtstag Deutschland verlassen, damit du vor der Wehrpflicht sicher bist. Im Zweifelsfall. Denn Paragraph 1 des gleichen Wehrpflichtsgesetzes sagt, dass die Wehrpflicht ruht, solange Wehrpflichtige ihren ständigen Aufenthalt und ihre Lebensgrundlage außerhalb der Bundesrepublik Deutschland haben. Denn Tatsachen die Annahme rechtfertigen, dass sie beabsichtigen, ihren ständigen Aufenthalt im Ausland beizubehalten. Allerdings gilt das nicht. Die Wehrpflicht ruht nicht, wenn Wehrpflichtige ihren ständigen Aufenthalt ohne die gerade genannte
erforderliche Genehmigung des Karrierecenters der Bundeswehr, die Bundesrepublik zu verlassen, nicht eingeholt haben. Diese musst du ab 17 einholen. Damit ist klar, nur wenn du die Bundesrepublik verlässt, bevor du 17 Jahre alt bist, bist du am Ende vor der Wehrpflicht tatsächlich sicher. Natürlich kann auch dieses Wehrpflichtgesetz wieder angepasst werden, aber nach jetzigem Stand bist du sicher, wenn du deinen Wohnsitz ins Ausland verlegst, bevor du 17 Jahre alt bist. Beziehungsweise wenn du die Erlaubnis hast, des Karrierecenters deinen Wohnsitz ins Ausland zu verlagern. Wie gesagt, und hier kommen wir jetzt zu Paragraph 2. Die Paragraphen 3 bis 53 gelten im Spannungs- und Verteidigungsfall. Das heißt also, die Anforderung, dass du dich hier befreien musst, bevor du ins Ausland umziehst, durch das Karrierecenter der Bundeswehr, das gibt es momentan nicht, denn wir haben ja keinen Spannungs- und Verteidigungsfall. Aber, und jetzt kommt das Interessante, Paragraph 1 Absatz 3 gilt ja nach wie vor. Wenn du also jetzt älter als 17 Jahre bist und du gehst jetzt ins Ausland, weil du momentan keine Genehmigung einholen musst, um ins Ausland zu gehen, dann kannst du wieder zurückbeordert werden, denn du hast ja deinen ständigen Aufenthalt im Ausland ohne die Genehmigung des Karrierecenters der Bundeswehr eingeholt zu haben. Es ist schwer vorstellbar, dass es jemals dazu kommt, dass hier Wehrpflichtige gezwungen werden, aus dem Ausland wieder nach Deutschland zurückzukehren. Aber das Wehrpflichtsgesetz, offensichtlich, das gibt dem deutschen Staat das Recht, genau das zu tun. Der andere Weg, dich vor der Wehrpflicht zu schützen, ist natürlich, dass du eine andere Staatsbürgerschaft annimmst und die deutsche Staatsbürgerschaft ablegst. Mit dem neuen deutschen Staatsangehörigkeitsrecht, was ab Ende Juni 2024 in Deutschland gelten wird, kannst du einfach eine zweite Staatsbürgerschaft annehmen, auch in einem Drittstaat. Bisher war das nur in einem EU-Staat möglich. Und dann kannst du die deutsche Staatsbürgerschaft aufgeben. Und dann wärst du eben auch nicht mehr wehrpflichtig in Deutschland. Du kannst natürlich auch als Elternteil eine solche Staatsbürgerschaft erwerben, zum Beispiel Citizenship by Investment. Da gibt es ja einige Karibikinseln, wo das relativ schnell und einfach geht. Kinder unter 30 Jahren sind oftmals sehr günstig, da noch einfach hier mit anzuhängen bei diesem Programm. Also während der Zweitpass für dich möglicherweise 100.000 bis 200.000 kosten wird, US-Dollar, kostet dann ein weiteres Kind möglicherweise nur $10.000 extra. Kannst du also für 3 Kinder für $30.000 Staatsbürgerschaften erwerben und kannst sie somit ziemlich schnell innerhalb von wenigen Monaten hier für immer von der Wehrpflicht befreien. Besser gesagt, kannst du ihnen die Möglichkeit geben, sich von der Wehrpflicht zu befreien, denn sie müssten ja dann immer noch die deutsche Staatsbürgerschaft aufgeben. Wie gesagt, ich hoffe nicht, dass es dazu kommt, dass jemand die deutsche Staatsbürgerschaft aufgeben muss, nur um nicht zur Wehrpflicht herangezogen zu werden. Aber eins ist klar, jetzt sind diese Dinge hier noch relativ einfach zu bekommen. Jetzt kann man relativ einfach noch eine Staatsbürgerschaft erwerben. Wer weiß, wie lange das noch der Fall sein wird. Diese Programme haben oftmals nur eine beschränkte Halbwertszeit. Wenn du den Pass hast, dann hast du ihn. Dann kann er dir nie wieder abgenommen werden und du kannst ihn dann auch an Kinder, die geboren werden, vererben, die Staatsbürgerschaft. Also wenn dich dieses Thema umtreibt, dann ist es durchaus eine Überlegung wert. Für viele aber ist natürlich der erste Schritt, zunächst mal Deutschland zu verlassen. Denn wie wir es ja bereits gesagt haben, momentan befinden wir uns nicht im Spannungs- und Verteidigungsfall. Momentan kannst du auch als Mann Deutschland verlassen. Du musst hier nicht die Bundeswehr um Erlaubnis fragen. Du kannst einfach gehen. Und wie gesagt, ich kann mir nicht vorstellen, dass sie hier jemals Deutsche zwingen werden, dann vom Ausland zurück nach Deutschland zu kommen. Aber wir sehen ja momentan, was mit den ukrainischen Wehrpflichtigen passiert, die in Deutschland leben, die ja letztlich Fahnenflüchtige sind. Hier hat die ukrainische Regierung beschlossen, dass nun neue ukrainische Pässe nicht mehr in den Botschaften der Ukraine ausgegeben werden können an Männer. Männer müssen also in die Ukraine zurück, dort ihren Pass beantragen und werden dann möglicherweise natürlich an der Ausreise aus dem Land gehindert.
Das Gleiche könnte möglicherweise auch dir passieren. Also stell dir vor, du ziehst jetzt legal ins Ausland um. Du musst ja die Bundeswehr nicht um Erlaubnis fragen. Später kommt es zum Spannungs- oder Verteidigungsfall. Du gehst deine Eltern in Deutschland besuchen und kannst das Land nicht mehr verlassen. Oder es wird nicht mehr möglich sein, einen neuen deutschen Pass in der Botschaft zu besorgen, so wie es jetzt momentan in der Ukraine-Situation ist. Und du musst nach Deutschland zurück, um dir dann Papiere dort zu besorgen. Da ist natürlich dann eine zweite Staatsbürgerschaft schon ganz hilfreich, selbst wenn sie nur von einer solchen Karibik-Nation ist. Das Beste kann natürlich sein, wenn deine Kinder erst gar nicht hier in die Mühlen der Bürokratie geraten und gar nicht erst den Fragebogen erhalten, weil sie nicht in Deutschland leben. Wenn du also über den Wegzug aus Deutschland sowieso nachdenkst, dann ist vielleicht diese Gesetzesänderung jetzt der richtige Anlass, dies auch zu tun. Deine Kinder werden dir später sicherlich dankbar sein. Und nochmal, wir reden jetzt hier immer von Jungen, aber im Grunde genommen sind auch Mädchen betroffen, denn die CDU möchte ja am liebsten gleich hier jeden mustern und in eine Uniform stecken. Wer weiß, wozu das noch alles führen wird. In der Tat haben wir etliche Mandanten, die diese Maßnahmen bereits ergriffen haben, die ins Ausland umgezogen sind, die mit ihren Kindern ins Ausland umgezogen sind, die zweite Staatsbürgerschaften beantragen für sich und ihre Kinder. Diese sehr ernsten Schritte unternehmen mehr Menschen, als du dir vielleicht vorstellen kannst. Viele erleben diese Bedrohung als sehr real. Viele wollen sich absichern. Viele wollen nicht abwarten, bis es zu spät ist. Denn eins ist klar, wenn wir erstmal im Spannungs- oder Verteidigungsfall sind, dann ist es zu spät. Dann musst du diese Maßnahmen bereits ergriffen haben. Oder es geht dir so wie den vielen ukrainischen Männern, die auf einmal ihr Land nicht mehr verlassen durften und damit konfrontiert wurden, dass sie jetzt gegen die Russen an der Front kämpfen müssen. Wenn der Umzug ins Ausland, die steuerliche Optimierung, zweite Staatsbürgerschaften, generell Plan B auch für dich ein Thema sind, dann würde ich mich freuen, mit dir ein Beratungsgespräch zu führen. Wir tun seit fast 20 Jahren nichts anderes, als Mandanten genau bei diesen Themen zu beraten und sie dabei zu begleiten. Wenn du dein Vermögen schützen willst, Strukturen im Ausland errichten willst, wie Unternehmen oder Stiftungen oder Ähnliches, dann können wir dich zu all diesen Themen beraten. Das ist unser Spezialgebiet. Ich würde mich freuen, auch dich alsbald zu unserer Mandantschaft zählen zu können. Link zum Beratungsgespräch packe ich hier in die Beschreibung des Videos mit hinein. Bist du Unternehmer, Freiberufler oder Investor? Zieht es dich schon lange ins Ausland? Mach heute den ersten konkreten Schritt in eine Zukunft mit mehr Geld und mehr Freiheit. Buche ein Beratungsgespräch mit Sebastian und seinen Kollegen. Unsere Kanzlei unterstützt Mandanten wie dich dabei, deine Steuerlast legal zu reduzieren, Vermögen aufzubauen und zu schützen und deine persönliche Freiheit zu maximieren. Profitiere jetzt von unserem Fachwissen und unserem Netzwerk. Gehe zu mandatierung.com und werde Mandant unserer Kanzlei.